Star Wars Jedi Survivor bietet neben der fantastischen Open World ein neu überarbeitetes Kampfsystem, was jetzt nicht die Ausmaße eines Souls-like-Spiels mit sich bringt, aber doch ein paar Kniffe benötigt, um gemeistert zu werden. Was ist der beste Lichtschwerttyp für dich und welche Änderungen solltest du vornehmen, damit dein nächster Kampf noch einfacher wird? All das besprechen wir natürlich in diesem Video, also steigt von eurem hohen Speederbike raus herunter und genießt das Video. Für alle Souls-like-Spieler ein Standard, für die klassischen Spieler wie du und ich wahrscheinlich nicht. Parieren ist in Jedi Survivor essentieller als jemals zuvor. Lass mich dir einfach mal ein Beispiel zeigen und achte mal darauf, wie schnell die Anzeige runtergeht, wenn ich versuche nur anzugreifen und wie schnell er seine Energie verliert, wenn ich blocke. 2 bis 3 Blocks, mehr hat es nicht benötigt und ich konnte ganz ungehindert diesen schweren Gegner angreifen und später dann auch niedermähen. Das Fenster, in dem ihr parieren könnt, ist dabei auch relativ groß, also es ist nicht wirklich schwer, das zu schaffen. Bei diesem Bossfight zum Beispiel komme ich gar nicht um das Parieren drumherum. Ohne das Parieren konnte man den nicht besiegen. Ein weiterer Vorteil von Parieren ist übrigens, dass ihr im Gegensatz zum Blocken keine Ausdauer verliert und nie in die Situation kommt, dass euch Gegner ungehindert angreifen können. Dass ihr ausweichen müsst im Kampf ist klar, aber mein Tipp geht hier eher in die andere Richtung. Dodge nicht zu viel. Einmal auf die Dodge-Taste drücken reicht komplett aus, um aus der Gefahrensituation zu sein. Der nächste Tipp kommt eigentlich aus dem Kletterbereich von Star Wars Jedi Survivor. Im Kampf könnt ihr in vielen Situationen auch einfach springen oder doppelspringen, anstatt auszuweichen oder zu parieren. Bei einigen Angriffen müsst ihr das sogar machen, weil ihr dort sonst so gut wie keine Chance habt, diesem Angriff auszuweichen. Als Beispiel hier der Bosskampf mit dem Octo, der zeigt das Ganze wirklich gut. Der nächste Tipp ist eigentlich offensichtlich, aber man kann das Ganze auf jeden Fall übersehen. Wollt ihr wie Qui-Gon Jinn in Episode 1 die B1-Kampfdruiden durch die Gegend schleudern und sie dabei one-shotten? Anstatt jeden Einzelnen mit Machtfähigkeiten zu besiegen, könnt ihr wirklich in derselben Manier mehrere Druiden auf einmal zur Strecke bringen. Nutzt dafür einfach euren Machtschub und haltet die Taste gedrückt, um den stärkeren Schub zu aktivieren und tada, die Druiden liegen. Was euch auch helfen kann, zumindest für euer gutes Gefühl, ist die Machtfähigkeit Daumen nach oben. Wenn ihr es bis hierhin in irgendeiner Art hilfreich fandet, würde ich mich über diese Art von Machtsupport freuen. Vielen Dank. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, mit eurer Macht die Gegner auf einem kürzeren Weg zu besiegen. Ihr könnt die Gegner ganz easy mit der Magnetfähigkeit an euch ranziehen und auch so one-shotten. Ihr könnt Gegner von Schluchten werfen oder auch die Geschosse und Raketen zu den Gegnern zurückschleudern. Also im Grunde wie beim Vorgänger einfach mit L2 oder R2, je nachdem, ob ihr euch die Gegner ranziehen wollt oder sie wegschleudern wollt. Die Machtfähigkeit, die mit L3 und R3 auf der PS5 zumindest aktiviert wird, wurde in der Vergangenheit von mir viel zu selten genutzt, obwohl sie gerade in chaotischen Gruppenkämpfen euch das Leben so viel leichter machen kann. Also vergesst es nicht so wie ich und nutzt diese Fähigkeit so oft es geht. Kommen wir nun zu den neuen Lichtschwert-Kampfstilen, die sind wohl das Herzstück von Jedi Survivor. Bevor wir zu den 5 Kampfstilen kommen, will ich nur noch mal sagen, dass natürlich jede Person andere Präferenzen haben kann. Manche mögen das Single Lightsaber, manche den Blaster Stance mehr. Also schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, welchen Kampfstil ihr gerade nutzt und warum. Wichtig ist am Ende natürlich nur, dass ihr die Stärken und Schwächen jeder Waffe kennt, um gegebenenfalls im richtigen Moment die Waffe zu wechseln. Und auch wenn es kein Souls-like ist, könnt ihr mit diesen neuen Kampfstilen nicht einfach draufhauen. Denn sobald ihr einmal mit dem Laserschwert ausholt, könnt ihr während der Bewegung weder blocken noch ausweichen. Bedeutet, lieber weniger die Tasten spammen und gezielter Schläge durchführen. Das gilt für alle Waffen, außer für eine, nämlich die 2 Schwerter. Das wäre der einzige Kampfstil, wo ihr aus eurer Attacke einfacher ausbrechen könnt. Das ist auch der massenfreundlichste Kampfstil, der zugänglichste, weil euch dieser Stil eine Menge verzeiht und eine Menge Möglichkeiten bietet, die Dinge auszubessern. Wenn ihr also einfach gerne draufhaut, nicht so viel nachdenken wollt, könnt ihr hier mit diesem auf jeden Fall anfangen. Ihr macht damit etwas mehr Schaden, besitzt weniger Reichweite, gleicht das Ganze aber mit der Geschwindigkeit von diesen Klingen wieder aus. Die Spezialattacken von diesen Kampfstilen übrigens führt man mit Dreieck aus, zumindest auf der PS5. Du kannst entweder einmal rauftappen oder Dreiecke gedrückt halten, je nachdem, was du machen möchtest. Die Spezialattacke hier ist mit einer der stärksten, weil ihr in einem Modus gelangt, der euch unverwundbar macht, zumindest für normale Angriffe. Und sobald ein Gegner euch in diesem Modus angreift, lasst ihr eine Angriffskombi frei, die eine Menge Schaden in eurer Umgebung verursachen könnte. Im Allgemeinen ist der große Vorteil von diesen Klingen, dass ihr gerade gegen schnelle Gegner, wie zum Beispiel diese Killer-Druiden, gut hinterherkommt. Und auch gegen Bossgegner ist es ein Vorteil, mit diesen Klingen zu kämpfen. Sei es der Rancor, der super viel Schaden austeilt und wenig Raum für Fehler lässt, oder die Magna-Wache, die genauso drauf ist. Der einzig große Nachteil neben der geringen Reichweite ist tatsächlich, dass ihr im Vergleich zu anderen Kampfstilen minimal mehr Schaden von Gegnern tragt. Der nächste Kampfstil ist das Single Blade, also das einzelne Schwert, und das ist, sag ich mal, der nächstfreundlichere und im Grunde
für alle Allrounder geeignet. Meine Lehrerin hat mal zu mir gesagt: Pascal, du kannst so vieles gut, aber nichts richtig. Dementsprechend wäre ich der Einzelschwert-Kampfstil, um mal diese Geschichte in Star Wars Jedi Survivor zu übertragen. Im Grunde ist das klassische Lichtschwert to go. Für jede Situation und für jeden, der nicht wechseln möchte, sondern nur vielleicht mit einem Lichtschwert kämpfen will. Gerade in Bossfights bietet dieses Lichtschwert eine Menge Sicherheit, weil es keinen ausperfektionierten Kampfstil braucht, wie bei zum Beispiel der Parierstange, wo jeder Fehler von dir wirklich bestraft wird. Sonst habt ihr natürlich auch einen Spezialangriff hier und dieser macht ein bisschen mehr Schaden, also es ist nur ein schwerer Klingenschwung und wenn ihr Dreieck gedrückt haltet, dann übt Cal einen Schlag nach weiter vorne aus, also das erhöht so ein bisschen die Reichweite dann auch noch. Die nächste Klinge kennt ihr auch schon aus Jedi Fallen Order, die Doppelklinge. Wenn ihr sie dann wirklich spielen wollt, ist sie meiner Meinung nach nur eine gute Zweitwaffe für spezielle Situationen. Gerade in Kämpfen mit vielen kleineren Gegnergruppen, eventuell sogar in engen Räumen, kann es manchmal ganz schön nervig sein und mit einer Klinge dann zu arbeiten, ist wirklich eine Herausforderung. Mit der Doppelklinge macht ihr in diesen Situationen den meisten Flächenschaden und könnt Gegnergruppen relativ einfach ausschalten. Die Spezialattacke unterstützt das Ganze dabei und lässt Cal einen Rundumschlag à la Darth Maul ausführen. Hätte er das mal bei Obi-Wan Kenobi gemacht. Der vorletzte Kampfstil, der Blaster-Kampfstil, ist wohl der speziellste von allen und auch der schwächste Kampfstil von allen, aber wohl der mit der größten Reichweite, weil Blaster und so. Der Vorteil hier: Du kannst aus der Entfernung die Ausdauerleiste des Gegners runterbrechen, ohne in Gefahr zu geraten, wie zum Beispiel hier bei der Magna-Wache, wie ich es gemacht habe. Die Spezialattacke ist der Blasterschuss. Wenn man aber die Spezialangriffstaste gedrückt hält, lädt man seinen Schuss auf und kann den meisten Gegnern viel Schaden zufügen und je nach Stärke des Gegners sie sogar umhauen und dann nochmals Schaden austeilen mit dem Laserschwert. Im Fähigkeitenbereich gibt es dann sogar noch einen Skill, der es Cal ermöglicht, mehrere Gegner gleichzeitig abzuschießen und so wie du hier sehen kannst, geht das bei einer Gruppe von Sturmtruppen ziemlich gut. Von diesen ganzen 5 Kampfstilen hat die Parierstange allerdings den stärksten Angriff. Bis auf die Bossgegner oder größere Bestien haben dort die meisten Gegner wenig Chancen, etwas entgegenzusetzen. Selbst Gegner mit einem Schild haben da ihre Probleme. Dennoch muss hier der Spielstil definitiv angepasst werden. Er ist der langsamste, aber man kann, wie ihr hier im Gameplay seht, definitiv eine Menge Schaden verteilen. Der Spezialangriff ist ein noch schwererer Angriff, der sehr viel Schaden verteilt. Ich würde euch empfehlen, den anzuwenden, wenn der Gegner keine Ausdauer mehr hat und benebelt ist. Oder wenn ihr mit einem Begleiter unterwegs seid, zum Beispiel mit Merrin, sie klebt den Gegner fest mit der Fähigkeit und dann hast du alle Zeit der Welt, deinen Angriff zu starten. Aber dennoch ist dieser Kampfstil auch gegen langsamere Bestien und Bossgegner ziemlich gut. Gegen große Massen an Gegnern kann ich diesen Stil nicht empfehlen. Es gibt zwar eine Fertigkeit oder eine Fähigkeit, die dir ermöglicht, Flächenschaden auszuüben, aber ich würde das nicht empfehlen. Doch was ist denn jetzt der beste Kampfstil von diesen 5? Fangen wir doch mal mit dem schlechtesten an und arbeiten uns dann hoch. Auf Platz 5, meiner Meinung nach, das Doppellichtschwert. Es gibt tatsächlich wenig Situationen, die es rechtfertigen, dass man diese Waffe in seinen Slot packt. Es gibt wenig Situationen, wo man auf engem Raum ist, mit vielen Gegnern, weil da ist diese Waffe extrem gut. Und auch sonst finde ich diese Waffe relativ uninteressant, weil sie wenig Schaden macht, auch gerade bei Bossgegnern. Also sie ist einfach nicht flexibel, sie ist nur für bestimmte Situationen gedacht. Auf Platz 4 ist bei mir die Parierstange und das ist vielleicht für euch eine Überraschung, aber lasst mich erklären. Es ist wohl die stärkste Waffe im Spiel. Sie bricht alles durch, was geht und hat eine hohe Reichweite. Das passt im Grunde also. Das große Problem ist hierbei, man muss sie perfekt beherrschen können. Denn bei der Geschwindigkeit, die die Waffe hat, werden Fehler hart bestraft und ich bin einfach nicht zu gut dafür, um ehrlich zu sein. Aber wie sieht es bei euch aus? Habt ihr die Parierstange gemeistert? In der Mitte, der Allrounder, der alles kann und nichts muss, ist das Single Blade, also das einzelne Laserschwert. Da brauche ich mir keine Gedanken machen, in welcher Situation ich gerade stecke. Sie funktioniert überall ziemlich gut und hat nicht wirklich Nachteile für mich in verschiedenen Situationen. Auch keine Vorteile natürlich, aber wenn ich nicht weiß, welches Lichtschwert ich nehmen soll oder will, dann würde ich erstmal mit dem einzelnen Lichtschwert weitermachen, auch wenn es vielleicht nicht ganz so cool aussieht. Auf Platz 2 landet der Blaster-Kampfstil, ist eine sehr interessante Waffe und gerade um die Ausdauer von Bossgegnern runterzubekommen, wie man es jetzt hier in diesem Gameplay bei diesem Kopfgeldjäger sehen kann, ist es wirklich eine optimale Waffe. Schön aus der Entfernung, ohne Gefahr. Und klar, ich habe es auch schon genannt, mit den schweren Gegnern, dass man mit dem aufgeladenen Schuss dafür sorgen kann, dass die gestunt werden, auf dem Boden landen, man nochmal draufhauen kann und letztendlich auch bei den normalen Gegnern kann man teilweise schon die Gegner one-shotten, nur mit dem Blaster und das ist ziemlich stark.
Und meine derzeitige Nummer 1 ist das Dual Lightsaber, weil es eine einfach zu handelnde Waffe ist. Man kann sich schnell durch Gegnerhorden mähen. Man hat eine Spezialattacke, bei der man kurz unverwundbar ist. Und gegen Bossgegner hat man mit dieser Waffe eine Menge Flexibilität, sich zu bewegen. Gepaart mit dem Blaster-Kampfstil habt ihr meiner Meinung nach die beste derzeitige Kombi im Spiel. Und mit dieser könnt ihr dann gegen den Rancor zum Beispiel kämpfen und das ganze Duell super easy gewinnen. Achtet dabei gerne auf die Punkte, die ich in meinem Rancor-Guide-Video genannt habe. Und dann habt ihr es wirklich einfach mit ihm oder sie. Das war's aber von mir. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns natürlich weiterhin hier mit neuen Jedi Survivor Videos und vergesst nicht, möge die Macht mit euch sein.